Hallo, heute habe ich einen ganz tollen elastischen Maschenanschlag zum Sockenstricken für euch. Also ich habe ja schon mal ein Video über einen Anschlag gedreht und dieser Anschlag ist auch wirklich sehr toll. Ich habe ihn oft verwendet und verwende ihn auch noch, aber nicht immer. Ich habe jetzt hier eins rechts, eins links. Und wenn ich das Bündchen in 2 rechts, 2 links stricke, dann verwende ich den anderen Anschlag noch. Allerdings muss ich sagen, dieser Anschlag ist bei weitem viel elastischer. Den könnt ihr wirklich unendlich dehnen. Also selbst wenn ihr den am Fuß habt und selbst wenn ihr etwas festere Waden habt, der liegt ganz toll, also liegt ganz toll, rede ich, der schnürt überhaupt nicht ein, der lässt sich wirklich, das seht ihr hier, unendlich dehnen. Also ich habe ja schon etliche elastische Maschenanschläge probiert und gestrickt, aber nicht mal der italienische Anschlag kann da mithalten. Also da ist der bei weitem besser und er schaut auch wirklich sehr dekorativ aus und ist zudem auch noch einfach zum Stricken. Das ist auch der Grund, warum ich bisher diesen Anschlag noch nicht gezeigt habe, weil die Idee dazu, wie er geht, die hatte ich schon lange. Nur eben, wie man den am besten anfängt, dass der nicht nur elastisch ist, sondern auch schön ausschaut und vor allen Dingen eben auch einfach zum Stricken ist. Das zeige ich euch heute. So, für diesen Anschlag benötigt ihr natürlich Wolle. Ich mache das jetzt auch in weiß und stricke das auch original mit Sockenwolle, nehme extra keine dickere Wolle, damit ihr dann auch sehen könnt, wie hoch da der Schwierigkeitsgrad ist beim Anschlag. Für diesen Anschlag, da werden doppelt so viele Maschen angeschlagen, die ihr normalerweise benötigt. Also wenn ihr jetzt 60 Maschen bzw. 15 Maschen pro Nadel habt, dann 60 insgesamt, schlagt ihr jetzt 120 Maschen an. Oder bei 16 Maschen pro Nadel sind das 64, 128. Einfach die doppelte Maschenanzahl anschlagen. Und ihr braucht hier unten als Faden 1 Meter, das habe ich also ausgerechnet, 1 Meter Fadenlänge braucht ihr, wo ihr dann die Maschen aufnimmt. Dann braucht ihr natürlich ein Nadelspiel, das ist klar, das lege ich aber mal weg, weil das werden wir noch nicht benötigen. Und zwar braucht ihr extra Nadeln in der gleichen Nadelstärke. Also wenn ihr jetzt mit 2,5er Nadel die Socken strickt, dann verwendet ihr hier auch so 2,5er Nadel, und zwar 2, oder ihr nehmt die Rundnadel doppelt, wenn ihr eine 2,5er habt. Ich kann euch das aber echt empfehlen, hier so, vor allen Dingen, wenn ihr jetzt viele Socken strickt, also regelmäßig Socken strickt, kauft euch so lange Nadeln, weil das besser ist dann nachher zum Abstricken, wie wenn ihr jetzt da dieses Band von der Rundnadel da habt, beziehungsweise das Seil, das stört dann ein bisschen. So, also ich werde jetzt nicht ganz so viele aufstricken, weil ich ja jetzt nur den Anschlag eben zeige, zur Demonstration, wie das geht. Ich möchte jetzt sagen wir mal 12 Maschen pro Nadel, also 48 Maschen in der Runde haben. So werde ich jetzt dann also 96 Maschen anschlagen. Wenn ihr die Maschen anschlagt, denkt ihr daran, bitte, das ist auch wichtig bei diesem Anschlag, dass ihr die Maschen festzieht. Ich schlage immer so an, dass ich gleich 2 habe. Ich habe jetzt bei dem ersten Video, das ich gedreht habe, da habe ich ja eine Masche extra angeschlagen zum Rundenschließen. Das mache ich jetzt bei dieser Socke nicht. Also ich schlage jetzt 96 Maschen an. Und wichtig ist, dass ihr das wirklich festzieht. Einfach nochmal so schön nachziehen und nochmal so runterziehen. So, ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt nur 80 Maschen angeschlagen, weil ich habe vergessen, hier auszumessen, wie viel Faden ich brauche. Aber das ist ja egal. Jetzt habe ich dann nachher zum Schluss 10 Maschen pro Nadel. So, jetzt geht ihr her und zieht dann die zweite Nadel raus. Und jetzt erkläre ich auch, warum ihr extra die Maschen auf eine andere Nadel stricken sollt. Und zwar weil ihr normalerweise wäre ja das jetzt hier die Hinreihe und bei diesem Anschlag ist aber die Rückreihe quasi die Hinreihe, weil das besser ausschaut. Zum einen, also ihr strickt jetzt erstmal die erste Runde dann quasi zurück und schließt erst dann zur Runde, und außerdem, wenn ihr bei dem Nadelspiel immer doppelt nehmt und dann die Nadel rauszieht und so viele Maschen drauf habt, dann habt ihr eher die Gefahr, dass euch auch die Maschen dann nachher runterrutschen. Das ist eben der zweite Grund dafür.
So, jetzt geht ihr her und jetzt werden immer 2 Maschen zusammengestrickt, aber die rechten Maschen, die werden jetzt verschränkt gestrickt. Das heißt, ihr geht jetzt nicht von vorne in die Masche rein, sondern von hinten in 2 Maschen. Die erste Masche ist auch wieder ein bisschen fummlerig. So, da geht ihr jetzt von hinten rein. So, und dann strickt ihr sie von hinten verschränkt rechts ab. Immer 2 zusammen. Und die linken werden ganz normal zusammengestrickt. 2 linke zusammen. Und jetzt hinten, also nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links, 2 Maschen von hinten einstechen und abstricken. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Und wieder 2 linke Maschen normal zusammen. Dann hinten einstechen, rechts verschränkt und links. Das macht ihr mit allen und dann habt ihr die Hälfte der Maschenzahl nachher drauf. Ich in dem Fall dann 40. Immer von hinten einstechen. 2 linke zusammen und 2 von hinten rechts zusammenstricken. Vielleicht kennt ihr dann das rechts verschränkt stricken sowieso schon. So, das macht ihr jetzt die ganzen Runde. Also ich brauche jetzt immer 10 pro Nadel, 2, 4, 6, 8, 9. Das heißt rechts jetzt noch 2 linke zusammen. Dann habe ich 10. Dann die nächste Nadel. Jetzt wieder rechts verschränkt, wieder hinten. Hinten in die Masche gehen, rechts verschränkt. Ist ein bisschen blöd jetzt hier zu zeigen mit der langen Nadel. Aber mit der ist es einfach besser. Und auch hier dann immer schön anziehen, damit der wirklich fest ist, der Anschlag. Wieder von hinten verschränkt. Und links. Zusammen. Schön konzentriert arbeiten, nicht zu schnell, weil wenn euch da die Maschen runterrauschen, dann müsst ihr nochmal wieder von vorne anfangen und das ist dann natürlich da ärgerlicher, weil ihr ja so viele Maschen wieder neu anschlagen müsst. So, das macht ihr jetzt, bis ihr alle 4 Nadeln voll habt, beziehungsweise bis ihr alle 4 Nadeln 10 Maschen, beziehungsweise 15 oder 16 Maschen habt, so was ihr halt braucht. So, ich habe jetzt die Maschen alle gleichmäßig auf die 4 Nadeln verteilt. Ich habe jetzt auf jeder Nadel 10 Maschen. Jetzt wird dann die Runde geschlossen. Zum besseren Rundenschließen, da strickt ihr die erste Masche auf die 4. Nadel. Dann könnt ihr besser weiter stricken. Und in dieser letzten Runde für diesen Anschlag, da werden die rechten Maschen einfach wieder nur rechts verschränkt. Das heißt, ihr geht wieder von hinten in die Masche und strickt sie rechts ab. Dann die nächste Nadel und jetzt die linke ganz einfach wieder links und die rechte von hinten in die Masche rechts verschränkt abstricken. Muss mal höher halten, dass es hier nicht so klappert. Dann wieder linke links und die rechte verschränkt. Das dann die ganze Runde. Ich habe jetzt die Runde fertig. Ich habe jetzt immer die rechten rechts verschränkt abgestrickt und die linken ganz normal links. So, und damit ist der Anschlag fertig und jetzt könnt ihr ganz normal eure Socken stricken. 1 rechts, 1 links. Ne? 1 rechts, 1 links, so wie ihr das gewohnt seid und habt diesen einfachen und sehr, sehr elastischen Anschlag fertig. So sieht es jetzt aus, das kann man jetzt noch nicht so erkennen am Anfang, aber wie gesagt, bei der Socke, da kann man das ja ganz toll sehen. So schaut das dann nachher aus, also ist wirklich dekorativ, sehr elastisch. Also probiert das unbedingt mal aus. Ihr werdet begeistert sein und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr den Anschlag nicht mehr anders macht. Könnt ihr mir mal in die Kommentare reinschreiben. Da frage ich ja sonst nie danach. Aber so in dem Fall würde mich das mal wirklich interessieren. Wie seid ihr mit diesem Anschlag klargekommen und wie gefällt euch dieser Anschlag? Also
Bei 1 rechts, 1 links sieht er jetzt super aus. Bei 2 rechts, 2 links, da gibt es dann noch eine andere Möglichkeit. Da fand ich den jetzt nicht so schön. Ist genauso elastisch, aber da gibt es noch eine Möglichkeit, dass der eben auch schöner ausschaut. Gut, dann würde ich sagen, wir sind für heute fertig. Probiert diesen Anschlag aus, wie gesagt, und ich würde sagen, wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss!